Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es weiter mit den Metallica Boxen und als nächstes ist natürlich dran Master of Puppets. Da habe ich sie, ist leider eine Box, die ich damals auch nicht mehr original im Handel bekommen habe, sondern kurz danach gekauft habe, weil ich sie so ein bisschen verpasst habe. Demnach hat sie leider auch ein paar Blessuren und einen Sticker hier drauf, wo ich nicht weiß, ob der wirklich auf dem Teil drauf sein sollte, weil normal sind die, glaube ich, nicht auf die Box geklebt. Aber wir gucken uns alles, was drin ist, nach dem Intro an. Ja, das ist die Box. Ich sagte es, ein paar Blessuren. Ich habe hier oben einen minimalen Anriss und eine gestauchte Ecke. Sehr schade, das Teil sieht wieder so aus. Hinten das Ganze so und dann haben wir hinten den Aufkleber mit Nummer 9209 von 25.000 limitierten Boxen. Das Ganze macht man genau wie die anderen Boxen hier oben wieder auf, wenn es dann aufgeht. So, jetzt. Und dann haben wir da wieder einiges an Zubehör und Platten drin. Und das Ganze schiebe ich jetzt zur Seite und dann gucken wir uns den Inhalt Stück für Stück an. Ich habe sonst mal mit dem Vinyl gestartet. Heute starten wir mal mit ein paar Beilagen. Da sind nämlich ein paar Plaketten drin. Und da haben wir hier zum Beispiel zuallererst Obey Your Master, dann Damage Inc. Wir haben einmal die Band. Wir haben, was sehen wir denn da? Ich kann es gerade nicht lesen. Ja, wenn man es nicht mal mit Brille lesen kann, ich weiß nicht, was da drauf steht. Ich werde es wahrscheinlich nachher am großen Bildschirm sehen. Und dann haben wir hier einmal Master of Puppets, auch noch sehr, sehr cool. Also die Plaketten wirklich schick. Da auch nochmal das Plattenlogo. Sorry, dass es gerade mal ein bisschen wackelt. Ich muss hier ständig den Fokus drücken, damit es zu erkennen ist. Da haben wir diese Buttons. Dann haben wir einmal dieses Buch hier. Ich muss gestehen, ich habe auch lange nicht mehr in die Platte reingeguckt. Also wird das gerade für mich auch wieder so ein bisschen durchschauen und feiern. Hier anscheinend ein paar gedruckte Unterschriften und dann haben wir hier ja, Zettel der Texte, handgeschrieben, wahrscheinlich so, wie sie damals von den Jungs geschrieben wurden. Sehr, sehr cool. Seht ihr die ganzen verschiedenen Texte, Welcome Home Sanitarium, Disposable Heroes, dann Leper, Damage Inc. Also das ist wirklich nice. Sogar hinten drauf bedruckt sehe ich gerade, da geht das Ganze noch weiter mit den Textzeilen anscheinend, wenn sie nicht auf ein Blatt gereicht haben. Ist wirklich schön gemacht. Auch diese Mappe hat leider auch oben einen kleinen Ditch abbekommen durch durch das Angestoßene an der Ecke. Aber das sieht cool aus. Hinten drauf auch noch mal ein paar verschiedene Sachen drauf gedruckt. Wirklich schick. Dann geht es weiter mit einem sehr schönen so ein Artprint hier. Damage Inc. Cooles Motiv. Sieht wirklich nett aus. Hinten drauf ist es einfach nur weiß. Dann kommen wir natürlich zur Metallica Master of Puppets Schallplatte. Eine Neupressung. Das Ganze kommt im schwarzen Vinyl. Da seht ihr es mit einem schwarzen Label drauf. Innen drin haben wir noch einen Lyric Sheet mit Fotos drauf und eigentlich müsste wieder irgendwo ein Download-Code dabei sein. Ich denke mal, der liegt irgendwo wieder in der Box. Wenn er denn dabei ist, sollte er aber eigentlich irgendwo mit bei sein. Ja, weiter geht es mit Vinyl und da haben wir ein Live-Konzert at Aragon Ballroom in Chicago, 25. Mai 1986. Das Ganze ist ein Doppel-Vinyl und dann seht ihr hier die Songs, die gespielt wurden. Battery, Master of Puppets, For Whom the Bell Tolls, Welcome Home Sanitarium, The Thing That Should Not Be. Dann Pulling Teeth, Damage Inc., Fade to Black, Seek and Destroy, Creeping Death, The Four Horsemen, Gitarrensolo, Am I Evil, Whiplash. Das ist alles hier auf der Scheibe drauf. Da haben wir natürlich auch wieder schwarze Vinylscheiben doppelt drin und die Label sehen halt so aus.
So, hier haben wir einmal den Einleger, der hinter der Folie hinten an der Box immer drin ist. Da sieht man nochmal alles, was dabei ist. Dann haben wir natürlich wieder ein dickes Booklet mit einem Master of Puppets Aufdruck. Hinten wieder das kleine M drauf. Leider auch minimale Blessuren, das Buch. Ja, und da seht ihr schon, da klebt der Download-Code in meinem Buch drin. Warum auch immer er da drin klebt. Da ist der Download-Code aus der Platte. Klebte hier im Buch. So, wir gehen jetzt einmal wieder grob durch das Ganze durch. Da sind wieder schöne Fotos drin. Da haben wir natürlich einiges zu sehen. Coole Fotos aus der Zeit, auch immer noch mit Cliff Burton. Sehr, sehr nett, aber da kommt natürlich auch Jason Newsted mittlerweile mit rein. Schöne Fotos eben da auch Steven Tyler von Aerosmith. Also schon ein wirklich echt nettes Buch. Die Box hier mittlerweile eine der begehrtesten mit. Also wenn ihr die haben möchtet, dann sehr cool. Das Dawn of the Dead T-Shirt hier von Cliff Burton. Ich liebe den Film. Wenn ihr die haben wollt, original verpackt, liegt das Teil mittlerweile bei 1000 bis 1400 oftmals verschweißt. Wenn man mal Glück hat, kann man es vielleicht mal für 700 oder 800 Euro schießen. Das ist wirklich ja, eines der teuersten Boxsets geworden. Danach kommt die Injustice for All. Wirklich krass, was man dafür mittlerweile hinlegen muss. Da bin ich dann auch mit meiner etwas angeschlagenen Version ganz zufrieden, dass ich sie habe. Jo, dann holen wir die Box mal wieder ins Bild. Da ist nämlich wieder einiges an Zubehör drin, besonders auch an CDs. Wir haben hier Live-Interviews und was ist da noch drauf? Live- und Interviews, DVDs. Da ist natürlich einiges am Start. Da drin sogar kleine Einlegeteile und wir gucken uns mal an, wie die aussieht. Jo, die ist auch nett gestaltet. Sehr, sehr schick. Und vor allem müsste das hier sogar doppelt sein, wenn ich das richtig sehe. Ja, genau, wir haben hier sogar zwei drin. Da seht ihr es, wirklich schick gemacht. Dann geht es weiter mit einer Jason's Auditions und Live at the Country Club. Anscheinend ist da was drauf, wo Jason dann vorgespielt hat. Alle kommen mit diesen Einschubteilen, also die Boxen sind dann auch immer schöner geworden, umso weiter nach hinten das nachher ging. Sehr, sehr nett. Dann haben wir Live at Grugerhalle in West Germany. Ich muss noch mal gucken, ob jetzt wirklich alle da drin gleich aussehen. Ja, guck mal, die ist schwarz. Also sie haben sogar unterschiedlich farbig bedruckte CDs drin, was auch sehr nett ist. Dann haben wir hier den Aufkleber, der natürlich wieder auf der Folie drauf war. Den habe ich wieder so mit reingepackt. Dann haben wir sehr cool eine Live at Solna-Hallen, Stockholm, Schweden. Ein Tape, eine Musikkassette. Wie ihr seht, ich öffne sowas nicht. Die ist noch original verschweißt, weil ich habe auch gar keinen Kassettenplayer und das abzuspielen wäre einfach nur ja, eine Schande, die jetzt auszupacken. Weil Kassette ist so ziemlich, finde ich, das schlechteste Medium, was man musikmäßig haben kann. Master of Puppets, die CD, natürlich auch mit dabei. Digital remastered. Das Teil sieht jetzt hier sehr Standard aus. Dann haben wir hier natürlich das Booklet der CD mit drin, mit den Songtexten. Hier geht es weiter mit Interviews, auch das wieder ein Gatefold-Teil mit coolen Fotos drin. Auch da wieder diese Teile. Wir gucken uns mal die CD an, wie die aussieht. Die ist aber auch wieder schwarz mit rosa gedrucktem Logo. Dann geht es weiter mit einer weiteren Riffs, Demos und Outtakes from Lars und James Vault. Hinten ein paar Fotos. Da anscheinend die ganzen Titel drin, die drauf sind. Und wir gucken, wie sie aussieht. Auch wieder schwarz. Das wäre die. Dann haben wir hier oben noch weitere Geschichten. Ihr seht schon, hier gibt es sehr, sehr viel Zeug zu sehen. Live at Hampton Coliseum. Auch das wieder eine Live-CD. Hier wieder Rough Mixes from the Vault.
Ich will mal gucken, ob die CDs irgendwie mal einen Unterschied machen. Ne, die sind jetzt wirklich alle schwarz. Also das, ja, ordentlich Stuff. Ich hätte mir natürlich gewünscht, das wäre alles in Vinyl dabei. Aber wir haben hier natürlich nur eine Menge CDs. Aber auch da wieder Live at Meadowlands. Auch sehr schön, auch wieder mit diesem Innenteil hier. Sehr, sehr schick gemacht. Wie gesagt, Highlight dieser Box finde ich ist dieses Artwork, was man da mit drin hat und die Buttons und dann hier halt dieses Tape. Das finde ich eine wirklich coole Idee. So wünscht man sich, finde ich, ein Boxset. Man hat CDs, man hat Vinyl, man hat Goodies dabei. Wir haben ja dieses Tape dazu, ein Booklet und all was da noch zugehört. Es ist wirklich ein tolles Set und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das war die dritte Box. 2 stehen uns noch bevor. Demnächst geht es aber erstmal wieder weiter mit ein bisschen KISS, weil ich weiß, viele von euch warten da drauf. Ich hoffe aber, ihr habt auch Spaß an diesen Metallica-Boxen, weil ich möchte jetzt nicht nur einen reinen KISS-Kanal machen, sondern natürlich auch all meine anderen Bands und Vinylscheiben zeigen, die ich so habe. Weil ich habe auch noch andere coole Boxsets, die mittlerweile sehr gesucht und rar sind, zum Beispiel von Christina Aguilera, was auch eine Künstlerin ist, die ich sehr, sehr gut finde, weil sie, finde ich, zu den größten Sängerinnen im Pop-Bereich gehört. Und auch da werde ich demnächst euch mal eine Box zeigen, weil ja, ich bin Metalhead, aber ich bin offen, was Musik angeht. Eigentlich alles. Gut, bei Linkin Park mache ich eine Ausnahme, aber eigentlich alles, was kein Rap ist, hat bei mir eine Chance. Na gut, und Jazz vielleicht auch nicht so. Aber halt, ja, Rap ist die einzige Musik, die ich komplett ausschließe, es sei denn, es ist wirklich so ein bisschen beim Metal mit eingebunden, so Limp Bizkit, wenn da so ein bisschen gerappt wird oder halt wie bei Linkin Park, sowas finde ich okay, aber halt alles, was Richtung Deutschrap und dieser typische amerikanische Snoop Dogg-Kram und so geht, da bin ich komplett raus. Da muss ich gestehen, das zählt für mich nicht zur Musik, aber das ist halt immer Geschmackssache und da gibt es natürlich auch genug Fans. Und trotzdem habe ich halt auch viele andere Sachen. Ich höre Elektromucke, ich höre Popmucke, ich höre hauptsächlich aber Metal und ja, deswegen soll es auf meinem Kanal auch eine bunte Mischung geben, die aber hauptsächlich Metal-lastig ist. Ich war nur neulich ein bisschen erstaunt, als ich dieses Christina Aguilera Boxset preislich gesehen habe und fast vom Stuhl gefallen bin, was mittlerweile auch die wert sind. Also das ist schon wirklich Wahnsinn. Okay, jetzt bleibt mir nichts anderes zu sagen, als lasst ein Abo da, einen Kommentar und ein Daumen nach oben für das Video natürlich und macht die Glocke an, wenn ihr noch weitere Videos sehen wollt. Das würde mich sehr, sehr freuen. Auch nochmal vielen, vielen Dank an alle Kanalmitglieder und an alle, die immer fleißig meine Videos gucken und kommentieren. Das freut mich immer sehr. Auch wenn ich immer nicht jeden beantworte, finde ich es trotzdem toll und ich lese alle eure Kommentare. Das seht ihr daran, dass ich immer ein Herzchen dran mache und ja, dann wisst ihr auf jeden Fall, ich habe das alles gelesen. Sollte ich mal kein Herzchen dran machen, habe ich es wahrscheinlich trotzdem gelesen und vergessen drauf zu klicken. Passiert mir aber selten. Nur, dass ihr da Bescheid wisst. Ich lese das alles, ich freue mich immer sehr. Habe halt nur nicht immer dann auch die Zeit, jetzt alles haarklein zu beantworten. Und manchmal sind es auch Kommentare, wo man gar nichts antworten kann, weil es einfach nur nette Kommentare sind. Da mache ich dann Herzchen und gut ist. So, das wollte ich nur noch mal sagen. Jetzt bin ich wirklich weg. Viel gelabert. Ich wünsche euch einen schönen Restsonntag und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Keep on rockin'. Tschüss.